Hallo zusammen. In diesem Video mache ich eine kleine Übersicht über das Zeitrelais DDC 432, den Link dazu lasse ich in der Beschreibung. Wenn es euch interessiert, könnt ihr es über den Link bestellen. Das Relais kommt in einem Kunststoffgehäuse. Die Frontplatte ist weiß, mit einem kleinen Display und Tasten für die Einstellungen. Die Kontakte befinden sich an den Seiten, auf der einen und der anderen Seite. Hier haben wir die Anschlüsse für die Stromversorgung und den Verbraucher. Das Relais wird mit einer Spannung von 5 bis 30 Volt versorgt, und dieselbe Spannung geht auch an den Verbraucher. Daher darf man keinen Verbraucher mit einer anderen Spannung, zum Beispiel 220 Volt, anschließen. Hier wird eine Spannung von 5 bis 30 Volt verwendet. Die Last kann bis zu 15 Ampere betragen, das heißt 30 Volt, 15 Ampere, das ist die maximale Belastung für dieses Relais. Auf dieser Seite haben wir die Anschlüsse für das Triggersignal. Es wird über einen Trigger gesteuert, das heißt, wir können das Relais entweder starten oder stoppen, je nach gewähltem Programm. Der Trigger ist eine Spannung von 3 bis 24 Volt. Außerdem sind im Lieferumfang 2 solche Abdeckungen enthalten. Sie decken unsere Öffnungen ab, mit denen wir die Kontakte festziehen. Und dann werden diese Öffnungen mit solchen Abdeckungen verschlossen. Diese sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Jetzt zeige ich, wie es angeschlossen und eingestellt wird. Als Verbraucher werde ich diese kleine Lampe hier verwenden. Das ist eine 12 Volt Lampe. Von ihr gehen 2 Kabel aus. Und diese müssen in diese Klemmen hier festgeschraubt werden. An die beiden unteren Kontakte habe ich den Verbraucher angeschlossen. Hier ist Plus-Minus beschriftet, wie man es richtig anschließt. An das rote Kabel habe ich Plus angeschlossen, an das schwarze Minus. Und das Relais steuert bei uns den Minuskontakt. Daher liegt Plus dauerhaft an, und Minus wird von uns geschaltet. Durch das Relais verläuft bei uns das Minuskabel. Und an diese beiden Kontakte schließen wir die Stromversorgung an. Die Stromversorgung bei uns ist orange, Plus. Sie wird dauerhaft anliegen, an diesem Kontakt hier. Und GND. Das ist bei uns Minus. Hier legen wir es an, schließen das schwarze Kabel an. Diese Kontakte ziehen wir fest. Und auf dieser Seite müssen wir das Triggersignal anlegen. Auch hier haben wir ein schwarzes Kabel, das ist Minus, beschriftet mit GND. Und das gelbe Kabel bei mir geht, das ist Plus, über einen Schalter. Das heißt, wir werden das Triggersignal steuern, indem wir es ein- und ausschalten. Wir legen es an diesen Kontakt hier an. Er ist als Sign beschriftet. So ziehen wir alle Klemmen fest. Und jetzt müssen wir die Stromversorgung anschließen. Hier haben wir 2 schwarze Kabel, das ist Minus. Ich nehme vom Netzteil mit einer Krokodilklemme die beiden Minuspole. Ich verbinde die Minuspole miteinander. Und das rote Kabel. Die Stromversorgung ist bei uns Plus. Wir legen hier den Pluspol der Stromversorgung an. Wir schalten das Netzteil ein. So, das kleine Display leuchtet auf. Bisher ist hier noch nichts eingestellt. So, es war ein Standardprogramm eingeschaltet. Das heißt, ich gebe ein Triggersignal. Und bei uns leuchtet die Lampe für eine Weile auf. Zuerst müssen wir das Relais mit Hilfe dieser Knöpfe einstellen. Zuerst haben wir die Stop-Taste. Mit ihr können wir das Relais einschalten. Das Relais ist eingeschaltet. Und wenn man noch einmal drückt, wenn Off leuchtet, ist das Relais ausgeschaltet. Das heißt, keines der eingestellten Programme wird ausgeführt. Wenn man die Taste für einige Sekunden gedrückt hält, schaltet es auf OD um. Das ist, wenn das Display ständig leuchtet. Wir halten sie noch einmal für einige Sekunden gedrückt. SP. Das ist bei uns das Display, das sich nach 5 Minuten ausschaltet. Das heißt, wenn das Relais ständig läuft, irgendein Programm, dann schaltet das Relais nach 5 Minuten das Display aus. Und es wird weiterarbeiten. Aber das Display wird nicht mehr leuchten. Damit sich das Display wieder einschaltet, muss man eine der Tasten drücken. Und dann schaltet sich das Display ein. Diese Abdeckungen können wir schließen. Sonntag. Da wir die Kabel bereits festgezogen haben. Und so wird dann aussehen. Das Relais mit den Abdeckungen. Jetzt zeige ich, wie es eingestellt wird. Um in den Einstellungsmodus zu gelangen, halten Sie die SET-Taste gedrückt. Das Programm P1 leuchtet auf, und mit den Pfeiltasten Auf, Ab wählen wir das gewünschte Programm aus. Jetzt zeige ich Ihnen, wie sie alle funktionieren. Beginnen wir mit dem ersten. Wir wählen das Programm P1.1 aus. Wir drücken die SET-Taste. Wir gelangen ins Menü. Und hier wählen wir die Zeit aus. Die Zeit wird entweder in Sekunden gemessen, so wie jetzt. Der Punkt befindet sich ganz rechts.
Wenn wir zum Beispiel Zehntelsekunden einstellen möchten, sagen wir 0,6 Sekunden, dann können Sie mit der Stop-Taste den Punkt verschieben. Und wenn 3 Punkte leuchten, bedeutet das, dass die Zeit in Minuten gemessen wird. Die Zeit beträgt dann 6 Minuten. Um nicht zu warten, stellen wir wieder auf Sekunden um. Wieder 6 Sekunden. Und mit den Pfeiltasten wählen wir die gewünschte Zeit aus. Man kann von 0 bis 999 Sekunden einstellen. Wir wählen zum Beispiel 5. Wir halten die SET-Taste gedrückt und speichern die Einstellungen. So, wir haben das Einstellungsmenü verlassen. Jetzt ist das Relais im Standby-Modus. Und jetzt gebe ich ein kurzes Signal an den Trigger. Der Countdown hat begonnen. Die Lampe hat sich eingeschaltet. Das heißt, die Ausschaltverzögerung wurde aktiviert. Bei Signalabgabe hat sich das Relais für eine bestimmte Zeit eingeschaltet. Die Zeit ist abgelaufen. Die Zeit ist um. Und die Lampe hat sich ausgeschaltet. Wir können es noch einmal starten. Der Countdown beginnt erneut. Ich gebe ein erneutes Signal. Die Zeit ist abgelaufen, die Lampe hat sich ausgeschaltet. Wenn man während des Countdowns das Signal gibt und wieder wegnimmt, ändert sich nichts. Das heißt, solange die Zeit nicht abgelaufen ist, wird die Lampe im Programm 1,1 leuchten. Gehen wir zu Programm 1.2 über. Wir gehen ins Menü. Wir wählen Programm 1.2 aus. In den Einstellungen wählen wir ebenfalls die gewünschte Zeit aus. Ich lasse sie so. Wir speichern diese Einstellungen. Standby-Modus. Die Lampe leuchtet nicht. Mit dem Trigger starten wir. Der Countdown beginnt. Dasselbe. Ausschaltverzögerung. Die Lampe ist angegangen und sie wird für die eingestellte Zeit leuchten. Der Unterschied hier ist jedoch, dass wenn wir ein erneutes Triggersignal geben, der Countdown von vorne beginnt. Die Lampe leuchtet weiter. Und der Countdown läuft von neuem. Das heißt, wir verlängern die Betriebsdauer der Lampe. Nach Ablauf der Zeit hat sich das Relais ausgeschaltet. Wir wählen Programm 1.3 aus. Wir wählen 1.3 aus. Wir gehen in die Einstellungen. Die Zeit wird genauso eingestellt. Wir speichern. Und starten das Relais. Der Countdown beginnt. Es funktioniert genau gleich. Nur wenn wir ein erneutes Triggersignal geben. Während der Countdown läuft, schaltet sich das Relais vorzeitig aus. Das heißt, die Lampe geht aus. Gestartet. Der Countdown beginnt. Aber wir können es früher ausschalten. Das ist Programm 1. März. Das heißt, sie sind alle ähnlich, aber es gibt eine Nuance bei der Funktionsweise des Triggers. Entweder verlängern wir den Betrieb, oder wir schalten die Lampe vorzeitig aus. Gehen wir zu Programm 2 über. Wir gehen ins Menü. Wir wählen das Programm P2 aus. Wir stellen die Zeit ein. Hier ist bei uns eine zweite Zeit erschienen. Die erste, 5 Sekunden, war eingestellt. Es ist eine zweite Zeit erschienen. Wir stellen zum Beispiel 4 Sekunden ein und speichern die Einstellungen. Dann können wir das Relais einschalten. Hier arbeitet das Relais bei Stromzufuhr. Oder durch das Signal des Triggers. Wir haben ein Signal gegeben. Die Einschaltverzögerung hat begonnen. Dann hat es sich für eine bestimmte Zeit eingeschaltet und wieder ausgeschaltet. Bei einem erneuten Signal startet bei uns der Countdown von neuem. Einschaltverzögerung. Dann schaltet sich das Relais für eine bestimmte Zeit ein, die ebenfalls eingestellt ist. Es hat gearbeitet und sich ausgeschaltet. Wenn wir die Stromversorgung komplett ausschalten, ausgeschaltet. Beim Einschalten löst bei uns das Relais aus. Das heißt, es gibt keinen Standby-Modus. Sofort bei Stromzufuhr hat sich dieser Modus eingeschaltet. Das Relais hat gearbeitet und sich dann ausgeschaltet. Das ist unser zweites Programm. Schauen wir weiter, was wir im dritten haben. 3. Januar. Wir gehen in die Einstellungen. Wir wählen ebenfalls die Zeit aus. Die erste, die zweite Zeit, CL. Wir wählen zum Beispiel 5 Sekunden. Und hier haben wir einen Loop. Das ist, wenn wir die Striche lassen, ein unendlicher Betriebsmodus. Oder wir können die Anzahl der Wiederholungen auswählen, zum Beispiel 2 Wiederholungen des Betriebsmodus. Wir haben 2 ausgewählt. Schauen wir mal. Gespeichert. Das Relais hat sich eingeschaltet. Für eine bestimmte Zeit. Dann begann der Countdown des zweiten Timers, im ausgeschalteten Zustand. Und es hat sich erneut für eine bestimmte Zeit eingeschaltet. Die Zeit ist abgelaufen. Es hat sich ausgeschaltet. Der zweite Timer zählt herunter. Und da wir 2 Wiederholungen eingestellt haben,
Lob 2. Hat dieser Modus zweimal funktioniert? Man kann es auf unendlich einstellen. Das heißt, es wird sich unendlich ein- und ausschalten. Oder wir geben die Anzahl der Wiederholungen an. Um es neu zu starten, müssen wir entweder die Stromversorgung komplett neu anlegen oder es mit einem Triggersignal starten, mit Hilfe einer Taste. Und es wird sich erneut zweimal einschalten. Zweimal ausschalten. Das ist der Modus 3. Januar. Wir gehen ins Einstellungsmenü. Wellenmodus 3. Februar. Er ist genau derselbe. Nur umgekehrt. Zuerst aus, dann an. Die Zeit lasse ich in den Einstellungen gleich, gespeichert. Das heißt, bei uns ist zuerst das Relais eingeschaltet. Die Zeit ist abgelaufen. Dann ist es ausgeschaltet, dann schaltet es sich ein und wieder aus, zweimal, da wir die Anzahl der Wiederholungen auf 2 belassen haben. Der Modus ist derselbe. Nur im ersten Fall ist unser Relais zuerst ausgeschaltet und schaltet sich dann ein. Und in diesem Programm ist unser Relais zuerst eingeschaltet und schaltet sich dann aus. Das ist Programm 3. Februar. Gehen wir zu Programm 4 über. Und in diesem Fall haben wir hier eine Zeit, ob zum Beispiel 6 Sekunden. Und es gibt keine weiteren Einstellungen. Der Wert wurde gespeichert. Und hier funktioniert alles so. Ich zeige es Ihnen jetzt. Die Zeit wird heruntergezählt. Das Relais schaltet sich aus. Hier sind wir im Standby-Modus. Nichts passiert. Wir legen ein Signal an den Trigger an. Das Signal wurde angelegt. Und bei uns hat sich die Lampe eingeschaltet und leuchtet. Die Zeit läuft nicht ab. Hier leuchtet sie. Sobald wir das Signal vom Trigger entfernen, die Stromversorgung unterbrechen, beginnt der Countdown. Und nach Ablauf dieser Zeit schaltet sich unsere Lampe aus. Hier haben wir eine Ausschaltverzögerung. Wenn Sie möchten, dass nach dem Abschalten des Signals das Relais noch eine Weile weiterarbeitet, dann ist genau dafür das 4. Programm da. Die Lampe leuchtet ständig. Wir entfernen das Signal vom Trigger. Die Verzögerung beginnt. Und nach der eingestellten Zeit schaltet sich das Relais aus. So funktioniert dieses Relais. Einen Link dazu hinterlasse ich in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald.